Im letzten Video waren wir in Kasachstan. Wir haben das neuntgrößte Land der Welt durchquert, wir sind unzählige Kilometer durch die heiße Steppe gefahren und haben die prunkvollen Metropolen Almaty und Astana besucht. Bei diesem zweiten Besuch in Kasachstan konnten wir viel mehr sehen und entdecken. Wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat. In diesem Video zeigen wir einen Teil von Russland. Wir fahren aus Kasachstan los, überqueren die Grenze nach Russland, bleiben die erste Nacht in Kulunda direkt an der Grenze und fahren am nächsten Tag nach Barnaul. Dann fahren wir weiter und machen einen Stopp in Gorno-Altaysk. Wir machen noch einen Tag Pause tief in der Republik Altai und dann fahren wir schon auf die mongolische Grenze zu. Viel Spaß beim Schauen! Willkommen in Russland. Die Grenzprozedur war voll okay. Es hat insgesamt, glaube ich, 1 Stunde gedauert. Keine Fragen oder Verhöre oder sonstiges. Also echt gut. Und wir haben uns vorher im Internet diesen schönen Hüttencamping rausgesucht, direkt an dem See. Wir können die Motorräder gleich neben unserer Hütte parken. Ja, ist sehr schön angenehm. Wir haben diese Terrasse. Samo wird sein Bier genießen. Ich meine Melone. Genau, es gibt verschiedene Hütten mit verschiedenen Ausstattungen. Das ist eigentlich ganz nett direkt am See. Wir werden gleich die Hütten anschauen und dann baden gehen. Das muss man machen. Ja. In der ersten Stadt in Russland, direkt nach der Grenze, konnten wir gleich Rubel vom Geldautomaten abheben, ein paar Sachen zum Essen kaufen und eine Kfz-Versicherung konnten wir in der Stadt abschließen. Also, das war wirklich einfach und effizient, so konnten wir ganz entspannt zu unserem Übernachtungsplatz fahren und den ganzen Nachmittag genießen. Wir wollten hier ja gerade schwimmen, aber leider ist der Boden sehr schlammig und es gibt viele Fische und das mag ich nicht so gern. Den restlichen Abend genießen wir mit Essen auf der Terrasse oder mit anderen Einfachtätigkeiten wie Aufräumen in den Koffern, Klamotten waschen, duschen und Bier trinken. Als es aber wirklich Abend wurde und der leichte Wind ganz aufhörte, kamen die Mücken und es waren auf einmal so viele, dass wir bei Zähneputzen draußen tanzen mussten wie zwei Verrückte in der Dunkelheit, denn wir konnten keine Sekunde still bleiben, ohne zerstochen zu werden, von allen Seiten gleichzeitig. Da haben wir gemerkt, dass wir nicht mehr in der Steppe sind, sondern in Sibirien. Am nächsten Morgen machen wir gemütlich Frühstück draußen auf der Terrasse mit leckerem Kaffee und einen Spaziergang am See, bevor wir uns auf den 380 Kilometer langen Weg nach Barnaul machen. In Barnaul mussten wir einige Sachen erledigen, und zwar Reifen wechseln, Motoröl besorgen, Service machen, einen Gas- oder Benzinkocher suchen, weil unserer ging gar nicht mehr, zum Friseur gehen und andere Kleinigkeiten. Barnaul ist die Hauptstadt der russischen Region Altai im Südwesten Sibiriens und hat über 600.000 Einwohner. Davon sind um die 70.000 Russlanddeutsche. Es ist so, dass alle Reisende, die im Pamirgebirge unterwegs waren und dann weiter in die Mongolei wollen, diesen Weg über Barnaul oder Novosibirsk in Russland nehmen, weil Kasachstan und die Mongolei keine gemeinsame Grenze haben. Und durch China geht schon mal gar nicht wegen des Aufwands. Das ist wirklich schade und macht die Reiseplanung wesentlich komplizierter. Für den kurzen Umweg durch Russland verbraucht man ein Entry vom russischen Visum. Und so kann es knapp werden, wenn man in die Mongolei möchte, denn zurück geht es auch nur über Russland. Wir waren ja schon mal auf der Reise in Russland, als wir das Kaspische Meer umfahren haben. Das haben wir in der Folge 5 gezeigt. Und somit haben wir jetzt schon 2 Entries verbraucht. Das muss man beachten, wenn man ein normales Double-Entry-Visum hat. Wir hatten ein Business-Visum mit Multiple Entry, also war alles okay. Und wie ist es in Russland zu fahren? Also sehr angenehm. Die Temperaturen halten sich 130 Grad. Die Straßen sind ganz gut eigentlich. Also man kann gut immer mit 80 fahren. Kaum Verkehr. Gefällt mir sehr gut.
So, wir sind jetzt in Barnaul angekommen. Wir haben 3 Hotels vorher gecheckt, aber es war nichts. Jetzt haben wir endlich einen gefunden. Dann sind wir gleich einkaufen gegangen für die Abendessen und für Frühstück. Ja, wieder einfach. Salat für Susi, Bohneneintopf, Brot, Fleisch, Konserve, Käse, Tomaten, Trauben. Dann gibt es noch Obst und Süßigkeiten. Müsli gibt es danach. Genau, Milch für Müsli und Bier. Die Reifen kommen morgen an und wir werden gleich in die Werkstatt gehen und die wechseln lassen. Dann haben wir noch ein paar Sachen zu erledigen, Öl kaufen, Ölfilter und dann Bremsen wechseln. Einen Gaskocher wollen wir noch kaufen, zum Friseur muss ich wieder gehen und eine SIM-Karte kaufen, genau, also voller Tag morgen. Ja, aber wenn es nicht reicht, dann bleiben wir noch eine Nacht. Ja. So, wir sind gerade im Ocean und was sehe ich hier? Motoröl für unsere Motorräder. Es ist gerade in Angebot und kostet 6,70 €. Barnaul ist, wie gesagt, für alle Reisende ein quasi obligatorischer Stopp. Dort kommen viele vorbei, die weiter in den Osten möchten. Das heißt, wenn man gerade den Pamir durchgemacht hat, braucht man bestimmt irgendwas. Entweder Ölwechsel, Ersatzteile, ein Service, Reifen, Unterkunft und dergleichen. In Barnaul gibt es eine beachtliche Motorradszene, wo jeder irgendjemand kennt, der irgendwas machen kann und jedem wird geholfen. Und wenn in Barnaul niemand das Problem lösen kann, dann wird Hilfe geholt in dem benachbarten Motorradclub aus der 230 Kilometer entfernten Stadt Nowosibirsk. Wobei 230 Kilometer keine Entfernung sind in Russland. Dort gibt es einen noch größeren Motorradclub. Viele Motorradmitglieder aus diesen Clubs sind bekannt im Internet, aktive Mitglieder in Foren und Social Media und bemühen sich nach Kräften, den Reisenden zu helfen. So haben wir es auch gemacht. Schon lange hatten wir die Augen offen gehalten, die Suchmaschinen bemüht und jemanden kontaktiert, der uns mit der Reifen- und Werkstatt geholfen hat. Die ganze Aktion ist gut gelaufen und wir waren super zufrieden. Wer in Barnaul ankommt und noch niemanden kennt, muss einen bekannten Hotspot anfahren, und zwar der Biker Bar. Dort bekommt man als Ausländer bestimmt viel Aufmerksamkeit und mit Sicherheit wird einem gerne geholfen. In Barnaul haben wir all unsere Sachen erledigt. Zum Glück haben wir ein Hotel gefunden mit einem großen Hof und konnten in Ruhe an den Motorrädern arbeiten. Wir haben mehrere Ausflüge in der Stadt gemacht. Wir sind mit der russischen Straßenbahn gefahren und haben natürlich die berühmten Biker Bar besucht. Das ist ein toller Ort, um andere Motorradfahrer kennenzulernen. Ja gut, wir waren etwas früh dort und da war es noch ziemlich ruhig. Die Inneneinrichtung ist wirklich bewundernswert und das Bier ist wirklich klasse. Viele andere Reisende haben das Biker Bar vor uns besucht und haben ihr Sticker dort gelassen. Diese Biker Bar können wir nur empfehlen. So, wir haben heute Barnaul verlassen. Wir fahren jetzt Richtung Altai. Wir sind heute im Regen gefahren. Zum Glück ist es jetzt gerade trocken und wir machen Mittagspause. Wir haben jetzt seit 3 Monaten keinen Regen mehr gehabt
und wir sind gerade in Sibirien und schon der erste Regen und ich bin auch noch ein bisschen erkältet. Ist ja kein Wunder, oder? Ja, man hört. So, wir haben uns in Barnaul einen Gaskocher gekauft. Wir haben keinen Benzinkocher gefunden und mit dem kochen wir jetzt unser Mittagessen. Genau. Das ist eine russische Marke. Es gab verschiedene, aber wir haben mit Absicht die russische genommen. Wir haben sogar 2 verschiedene Gaskartuschen gekauft. Die gibt es öfter auch in Tankstellen. Die gibt es manchmal auch in Supermärkten. Aber wir sehen, was wir unterwegs finden. Zwiebel, alles mit Zwiebel, immer. So, unser Essen kocht und ich habe mich in der Zwischenzeit um unseren alten Benzinkocher gekümmert. Eine Chance hat er noch. Ich habe heute Benzin mit 100 Oktan gekauft. Ich habe noch Benzinzusätze und jetzt habe ich den wieder zusammengebaut und schauen mal, wie lange der läuft. Also momentan brennt er ganz gut, aber normalerweise so nach 2-3 Mal benutzen ist er dann komplett verstopft. So, wir haben in Barnaul geschafft, die Reifen zu wechseln. Die sind rechtzeitig gekommen und wir haben sie dann gleich montieren lassen. Das ist der hintere Reifen. Wir haben die Michelin Anarchy Wild bestellt. Die sehen gut aus und ich denke, dass wir mit den Reifen gut aufgerüstet sind für die Mongolei. Genau, die haben schon 100 Kilometer drauf. Die sehen aber immer noch neu aus. So, sie packt die Regensachen wieder zusammen, weil die Sonne ist rausgekommen. Schauen wir mal, wie lang. An diesem Tag fahren wir bis in die Nähe der Stadt Gorno-Altaisk. Diese Stadt ist die Hauptstadt der autonomen und sehr dünn besiedelten Republik Altai. In Gorno-Altaisk hatten wir vor, uns bei der Migrationsbehörde die Registratia zu holen. Die kriegt man normalerweise in einem Hotel, aber weil wir meist einfachere Hotels bevorzugen, geben uns diese keine Registrierung, weil der Aufwand für sie zu groß ist. Darum fahren wir direkt zur Behörde in der Stadt und wollen uns einfach selber registrieren. Das geht aber leider nicht, denn die schicken uns zu einem Hotel. Die sollen sich um die Registrierung kümmern. Wir sagen wiederum, dass wir schon in verschiedenen Hotels waren und keines bereit war, das zu erledigen. Die sagten, das sei illegal. Ja, das wissen wir auch. Nach mehrmals Schulterzucken und Ratlosigkeit versicherte uns die Beamtin, dass wir das Land verlassen dürfen, obwohl wir einen Tag über der Frist sind. In Russland herrscht eine generelle Registrierungspflicht. Die Regel sagt, ausländische Russlandreisende unterliegen bei längerem Aufenthalt in der Russischen Föderation einer Meldepflicht. Alle Personen, die einen längeren Aufenthalt in Russland vorhaben, sind verpflichtet, eine Registrierung des Visums vornehmen zu lassen. Die Meldung muss fristgerecht, das heißt binnen 7 Tagen nach Ankunft erfolgen. Wir wissen nicht, wie ernst die Sache genommen wird oder wie genau das kontrolliert wird, aber wir haben schon 2018 auf unserer Reise durch Russland Probleme gehabt, weil keiner uns registrieren wollte. Vielleicht weiß einer von unseren Zuschauern genaueres. Schreibt uns in die Kommentare, wie das so gehandhabt wird und gebt Tipps, wie man das einfach und reibungslos hinkriegt. Die Hauptstraße, die weiter Richtung Mongolei führt, geht durch ein Touristengebiet und am Fluss Katun entlang. Es ist viel los, neben der Straße sind viele Gasthäuser, Campings, Hütten, Ferienanlagen, Restaurants, Angel-, Jagd- und Kajakgeschäfte. Wir kommen in das Altai Moto Camp und nehmen uns ein Zimmer. Im Dorf holen wir was zum Essen und Bier. Am nächsten Morgen wollen wir weiterfahren. Das Wetter scheint halbwegs trocken.
Nach dem Frühstück, das wir im Motocamp serviert bekommen, fahren wir los. Bis in die Mongolei wären es 500 Kilometer. Aber der Wetterbericht sagt nichts Gutes für morgen, sogar Dauerregen. Mal sehen, was wir heute machen. Was gibt's schon wieder? In Sibirien. Was für ein Wunder. Russland ist der größte Staat der Erde und hat über 17 Millionen Quadratkilometer. Das ist wirklich schwer vorstellbar. Russland ist so groß, dass es ein Achtel der Weltlandesfläche bedeckt und sich über 11 verschiedene Zeitzonen erstreckt. Mit einem Blick auf die Karte von Russland erkennt man sogar die Krümmung der Erde. Russland ist eine Föderation genauso wie die Schweiz, Deutschland oder die USA. Und das ist kein Wunder, wenn man bedenkt, dass in Russland über 190 verschiedene Ethnien leben. Genauso mit der Sprache. In Russland wird nicht nur Russisch gesprochen, sondern auch andere 35 Sprachen mit offiziellem Status und andere 100 Minderheitssprachen. In Russland gibt es 85 föderale Gebiete, davon sind 46 sogenannte Oblaste, 22 Republiken mit höherer Autonomie, eigener Verfassung, Sprache und ethnische Minderheiten, einige autonome Kreise mit erheblichen ethnischen Minderheiten, 3 Bundesstädte und sogar ein jüdisches autonomes Gebiet. Auf unserer Reise 2018 haben wir schon mal Russland besucht. Damals haben wir den äußersten Westen besucht, und zwar von Kaukasus bis St. Petersburg. Auf dieser Reise haben wir Russland von Kaukasus um das Kaspische Meer herum befahren, dann an der Wolga entlang bis nach Kasachstan. Jetzt fahren wir durch die Altai-Region und wenn wir aus der Mongolei zurückfahren, werden wir nochmal ein ziemlich großes Stück durch Russland fahren. Obwohl uns bewusst ist, dass Russland immens groß ist, wollen wir so viel wie möglich sehen und werden zukünftig bestimmt öfter dieses Land besuchen. Wir fühlen uns richtig wohl hier.
Wir sind gerade diesen Weg hochgekommen, um Mittagspause zu machen. War etwas rutschig, obwohl wir die neuen Reifen drauf haben. Aber es ist so ganz klebriger Schlamm. Unsere Gaskocher brennt wie Sau. Hier habe ich Kaffee vorbereitet, Tee für Susi. Hier haben wir kirgisische Honig. Berghonig, ja? Wir sind gestern in die Republik Altai angekommen. Wir haben dort in einem Motorcamp übernachtet. Das ist ein Hotspot für Motorradreisende. Und wir sind heute weitergefahren Richtung mongolische Grenze. Wir sind gerade über einen Pass drüber gefahren, 1700 Meter hoch. Und hier machen wir gerade Pause. Es ist bewölkt, es hat die ganze Nacht immer mal wieder geregnet. Auch heute früh hat es auch noch geregnet. Es ist gerade trocken. Achso, und gestern Abend hat uns der Besitzer erklärt, dass Altai nicht zu Sibirien gehört. Da waren wir überrascht. Theoretisch könnten wir morgen Mongolei erreichen und die Grenze überqueren, aber das geht leider nicht, weil morgen Sonntag ist und die Grenze geschlossen ist. So müssen wir noch einen Tag irgendwo hier verbringen und wir haben uns überlegt, zu den Teljetskoje See hochzufahren. Da werden wahrscheinlich 200 Kilometer Offroad-Straße sein. Schauen wir mal, wenn es weiter regnet, dann fahren wir wahrscheinlich nicht. Wenn das Wetter gut ist, dann kann sein, dass wir es versuchen. Der See sollte sehr schön sein. Schauen wir mal. Kaffee ist fertig. So, Kaffee ist fertig, also. So, wir sind jetzt ungefähr 10 Kilometer hin und wieder zurückgefahren, weil meine Fußrostengummi ist hier stecken geblieben. Die Republik Altai, in der wir uns gerade befinden, ist nicht zu verwechseln mit der viel größeren Altai-Region oder dem Altai-Gebirge, das sich im Grenzgebiet Russland, Kasachstan, Mongolei und China befindet. Der Name Altai kommt aus der mongolischen Sprache und bedeutet goldene Berge, und sie sind wirklich ein einzigartiger Naturschatz. Die Landschaft der Region ist wahrscheinlich die schönste Sibiriens. In keinem anderen Teil der Welt findet man auf so kleinem Raum eine solche Vielfalt wunderschöner
unterschiedlicher Landschaftsformen. Dank dieser unglaublichen Vielfalt ist der Altai die einzige Region Russlands, wo Abenteuerurlaub, Wildwasserrafting, Klettern, Wandern und Reiten in allen Schwierigkeitsgraden möglich ist. Das Altai-Gebirge stellt eine natürliche Grenze zwischen der Trockensteppe der Mongolei und den dichten Wäldern Sibiriens, der legendären Taiga, dar. Beide Klimazonen schaffen spektakuläre und unvergessliche Landschaften. Der größte Berg dieses Gebirgszugs ist der Belucha, der auch noch mit 4.500 Metern der höchste Berg Sibiriens ist. Eine weitere Perle des Altai ist der Teletskoje-See, wo wir eigentlich hinfahren wollten. Wegen seines kristallklaren, strahlend blauen Wassers, der umgebenden Berge und der reichen Flora und Fauna wird er oft als kleiner Bruder des Baikal bezeichnet und gilt als einer der tiefsten Seen der Erde. Altai ist ein Land der Legenden, laut der bekanntesten Altai das Tor zum sagenumwogenen Königreich Shambhala ist. Dieses wunderbare Land ist den Menschen verborgen, doch von dort aus wird eine neue Zivilisation entstehen, nachdem die Welt sich durch ihre eigene Grausamkeit selbst vernichtet hat. Nach dieser Legende hat der Berg Belucha die Gabe, die Seelen der Menschen zu reinigen und neu zu beleben. Das ist der Grund, warum so viele berühmte Reisende und Anhänger verschiedener Religionen aus Tibet, China und der Mongolei Altai besuchen. Falls wir nochmal Altai besuchen werden, steht der Berg jedenfalls auf unserer Liste. Wir werden unter anderem eine Wanderung durch dieses einzigartige Naturreservat machen und eine Enduro-Tour bis zum Teletskoje-See. Um die Mittagszeit suchen wir einen geeigneten Platz für die Mittagspause. Es gibt viele Picknickplätze am Fluss entlang und es ist wirklich viel los. Viele bleiben mehrere Tage dort campen. Wir finden auch einen guten Platz und machen Mittag. Der Fluss Katun, an dem wir entlangfahren, entspringt am Fuß des Berges Belucha. Wir fahren weiter Richtung mongolische Grenze. Die Straße ist super schön und fährt durch die Berge, der Verkehr hält sich in Grenzen und wir können gut links und rechts schauen. Das Wetter ist jetzt gut und es hat am Nachmittag gar nicht mehr geregnet, aber für morgen heißt es immer noch nichts Gutes. Das heißt aber, entweder fahren wir heute noch über die Grenze oder wir verbringen noch einen Tag irgendwo hier in Altai und fahren am Montag in der Früh und im Trockenen los. Wenn wir heute noch versuchen, über die Grenze zu kommen, könnte es passieren, dass wir wegen der langen Schlange nicht rüberkommen und dass wir morgen am Sonntag, wo die Grenze zu ist, in der Schlange und im Regen stehen. Viele, die mit dem Auto unterwegs sind und Samstag an der Grenze ankommen, schaffen es nicht mehr drüber zu kommen und warten in der Schlange bis Montag in der Früh, bis die Grenze wieder öffnet. Das können wir nicht machen und suchen uns etwa 70 Kilometer von der Grenze entfernt eine typische Altai-Hütte zum Übernachten. Solche umzäunte Hüttenanlagen haben wir in fast alle Dörfer, durch die wir gefahren sind, gesehen. Wir finden ein Dorf mit Lebensmittelladen und Tankstelle eine Hütte für uns. Irgendwie scheint es hier das angesagte Geschäft zu sein, Hütten zu vermieten. Jeder kauft sich ein kleines Grundstück, umzäunt es mit einem Holzzaun und baut Hütten für die Vermietung. Scheint zu laufen, das Geschäft, denn viele Hütten sind besetzt. Wir finden eine neu gebaute Hütte in eine etwas größere Anlage. Sie hat eine Toilette und eine Dusche, die noch nicht angeschlossen waren, aber für uns das Beste, eine süße Terrasse, wo wir uns aufhalten, kochen und essen können. Eigentlich erwarten wir dort mehr Jurten zu finden, denn die Einwohner der Gegend glauben, Nachfahren von Genghis Khan zu sein. Doch in Wirklichkeit reichen ihre Wurzeln noch viel weiter zurück. Sie waren Hirtenstämme, die vor über 9000 Jahren zuerst Zentralasien bevölkerten. Jurten gibt es anscheinend nur noch in der mongolischen Altai. Das werden wir sehen. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist los? Ja, es regnet in Altai. Echt? Der Regen ist für den ganzen Tag angesagt. Das heißt, wir werden heute wahrscheinlich sehr viel essen und chillen. Zur Abwechslung laufen wir ins Dorf und holen uns noch mehr Essen.
spazieren etwas herum und begutachten die anderen Hütten in der Umgebung. Es gibt verschiedene Ausstattung, je nach Erwartung und Geldbeutel. So, wir haben frische Pilze aus dem Wald bekommen und auch Tannenzapfen oder Pinienzapfen, ich bin nicht sicher. Und die werden wir gleich heute verarbeiten und probieren. Die Kartoffeln. Und da werden wir die Pilze und die Zwiebeln dazu. Also heute Abend gibt es ein Gourmet-Festmahl. Eigentlich haben wir den Regen heute richtig genossen. Es war schön, aus der Hütte den Regen zu hören und zu beobachten. Und wir haben lange keinen Regen mehr gehabt, also voll okay. Ja, da sind die Kerne, schau. Da drin. Da drin? Ja. Und wie kriege ich die raus? Rauskratzen. Ich glaube, ich habe sie zu lang gekocht. Nee. Nimm dein Messer. Ach so. Und? Am nächsten Morgen machen wir uns auf den Weg zur mongolischen Grenze. Wir tanken gleich hier im Dorf und geben Gas weiter durch Altai, um nicht zu spät an die Grenze zu kommen. Wir haben, wie gesagt, um die 70 Kilometer bis zur Grenze. Wir haben gelesen, dass die russischen Grenztore immer zu sind und sich nur alle 2 Stunden öffnen, um ein paar Autos reinzulassen. Angeblich warten die Autos, die am Samstag nicht rüberkommen, bis Montag in der Früh. Gerade findet auch noch die Mongol-Rallye statt. Dementsprechend werden viele Autos seit einiger Zeit dort warten und die Insassen werden nicht gerade gut gelaunt sein. Das Wetter ist inzwischen vielversprechend und wir genießen wieder die Sonne. Aber es ist noch etwas windig und frisch. Wir fahren aus den Bergen raus und kommen auf ein baumloses Hochplateau, das es uns vorstellen lässt, wie es ungefähr in der Mongolei aussehen muss. Wir machen keine große Pause mehr, denn wir wollen nicht unnötig Zeit verlieren. Wir können, wenn wir in der Mongolei sind, eventuell entspannter fahren und eine Pause machen. Wir erreichen das Grenzdorf Taschanta, das eigentlich schon aus Barnaul ausgeschildert war und wirklich nur ein kleines Dorf ist. Die Grenze und das Dorf
befinden sich auf dem internationalen Hochgebirgspass Durbet Daba auf einer Höhe von über 2400 Metern. Zwischen der russischen und der mongolischen Grenze gibt es eine 23 Kilometer breite neutrale Zone. Die Straße verbindet die Provinz Bayan-Ölgy in der Mongolei mit der Republik Altai. Auf der russischen Seite heißt die Straße Chuyski Trakt oder Chuya Highway. Die Einwohner hier oben sehen tatsächlich wie Mongolen aus. Die baumlose Landschaft, der Wind und die Kälte passen auf jeden Fall dazu. Nur die Jurten fehlen. Das war das Video über Russland. Schreibt uns in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Andere Videos über Russland werden kommen, nachdem wir mit der Mongolei fertig sind und durch Russland eine Strecke von knapp 7000 Kilometer zurücklegen müssen, um schließlich nach Hause zu kommen. Jetzt geht es endlich mit der Mongolei weiter. Es werden mehrere Videos kommen, denn wir haben viel gefilmt und einige Abenteuer erlebt. Die Mongolei ist ein Sehnsuchtsort, viele Abenteuerlustige und Motorradreisende so wie wir. Und ihr könnt euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie groß unsere Vorfreude auf das absolute Highlight unserer Reise ist. Uns macht es heute noch beim Videoschneiden und Bilder anschauen großen Spaß, uns an diesen Erlebnisse zu erinnern. Also bleibt gespannt und auf jeden Fall dabei für die Mongolei-Serie. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr auch auf die Mongolei gespannt seid oder ob ihr auch das Land der Nomaden besuchen möchtet. Danke vielmals fürs Schauen und macht's gut.